Wow, fancy Kameraführung. Willkommen zum dritten Spiel gegen den 1. FC Köln. Ich habe unsere Aufstellung ein bisschen angepasst, einige hinzugefügt, unter anderem ein 4-2-3-1, dann ein 4-1-4-1, dann mal eine Fünferkette, ein 5-2-3. Also quasi alles Formationen, die mir vorgegeben wurden von den Trainern, die man mit der Mannschaft spielen kann, mit dem Konzept, was wir haben. Ich bin jetzt gerade im 3-4-2-1 unterwegs, also so haben wir auch die letzten Spiele gespielt, werde versuchen auch im Spiel mal so ein bisschen umzustellen. Und ich habe herausgefunden, wie man erstmal besser verteidigt. Also ich habe das umgestellt, es gibt nämlich fortgeschrittenes Verteidigen. Das ist das neue Verteidigungssystem, so mit Wegkrempeln und Schulter an Schulter und so weiter. Dem bin ich noch nicht ganz so vertraut, aber ich werde früher oder später nicht drum rumkommen, dass ich das halt auch mache. Und deswegen habe ich wieder aufs klassische Verteidigen zurückgestellt. Das ist quasi das Tactical Defending, das, was ihr also auch aus den letzten Spielen schon gewohnt seid. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sehr wir uns jetzt hier den Schneid abkaufen lassen vor den Kölnern. 10. Minute. Das geht ja munter weiter wie gegen Mainz. Große Lücken teilweise, schon mal der frühe Rückschlag. Regnerischer Spieltag heute, man sieht's. Und da war sogar noch die Grätsche da von Tuta. War gar nicht von Robin Koch, von Tuta. Zack, da hinterlässt er auch schöne Spuren im Rasen. Ah, Calvert-Lewin. Woher hat denn Köln das Geld? Hallo? Der kostet doch ein bisschen viel. Naja, es ist EA Sports FC. Muss ich mich auch dran gewöhnen. So, also Rückstand. Die, eiskalte Dusche. Das passt ja heute zum Wetter. Aber ich habe euch ja gesagt, das wird eine Saison, da muss man ein bisschen Geduld haben, bis wir hier in Fahrt reinkommen. Bis wir uns gefunden haben. Das wird wahrscheinlich noch ein paar Spieltage dauern. Aber trotzdem möchte ich natürlich versuchen, hier möglichst viele Punkte zu holen, damit wir hier gar nicht in Abstiegssorgen geraten. Was wäre das denn für ein merkwürdiges Ding? Achtung, wieder Tuta gegen Calvert-Lewin. Das ist ganz gefährlich und da stehen wir wieder nicht gut. Da stehen wir auch ein bisschen zu defensiv. Aber das ist mir auch schon aufgefallen, dass man, glaube ich, jetzt noch mehr selber verteidigen muss. Dass die Verteidiger von alleine gar nichts machen. Ich stelle mal gerade um aufs 4-2-3-1. Auf das Gewohnte, ne? Das, mit dem ich am meisten vertraut bin. Und jetzt schauen wir mal. Mamouche, ja, der gibt Gas. Da kommt auch keiner hinterher. Zieh in die Mitte. Ja, wenn da keiner hinterherkommt. Mamouche mit der ersten Chance. Ach, das ist so eine Rückgabe, Junge. Oh, Vorsicht. Nochmal aus Frust jemanden umgegrätscht. Aber das war zum Beispiel auch eine Riesenchance. Das muss ich einfach nutzen, ey. Aufs Tor, zack. Abschließen. Schade, das wäre es gewesen. Was auch ganz witzig ist in diesem 4-2-3-1, ist Tuta, dann der zweite Sechser neben Skiri und Miretti ist dann auf der rechten Seite. Der ist auch nicht ganz so langsam, hat zwar auch 76 Antritt und so weiter. Oh, schlecht verteidigt. Und da ist wieder Calvert-Lewin. Ja, jetzt kriegt Mamouche wahrscheinlich noch gelb. Hier diese First-Person-Sicht vom Schiedsrichter ist ganz nett, aber geht mir jetzt schon irgendwie auf den Sack. Also ich muss nicht immer aus der First-Person-Sicht sehen, wie ich gelbe Karten verteile. Ich persönlich finde das ein bisschen unnötig, genauso wie diese Grätsche hier. Da hätten auch beide zu Schaden kommen können. Naja. Es ist halt weiterhin reinfinden in dieses Spiel. So, das Gefühl habe ich. So, Mamouche aufgepasst. Jetzt mal der Konter. Dina Ebimbe ist nicht weniger langsam. Vorne Gift Orban und Dina Ebimbe. Das ist hoffentlich kein Abseits. Ja, kein Abseits. Und jetzt die große Chance. Vielleicht macht er es ja besser. Pfosten. Die haben alle irgendwie eine Aluminiumkrankheit oder so. Aber weiter geht's. Chance lebt noch. Da ist Miretti. Er hat einen guten Schuss. Ja, es geht doch. Es geht doch. Gewohnte Formation. Ich habe mir auch noch einen weiteren Coach verpflichtet. Ich habe so viele Sachen, die ich euch erzählen muss. Für die Verteidigung. Jetzt brauche ich noch einen Coach für die Keeper. Da lasse ich mich aber nochmal überraschen. Achtung, Koch, Orban, gut gemacht. Miretti schießt doch, der ist doch frei. Warum schießt er nicht? Mein Gott, die brauchen auch so lange. Das ist das, was ich auch gemeint habe. Die brauchen auch teilweise so lange, bis sie mal schießen. Das ist ja Wahnsinn. So, Mamouche hier oben, kommen entgegen. Da ist wieder Orban. Ah, schade. Ah, direkt zu verlängern war gut. Auf Götze. Jetzt müssen wir noch hinten aufpassen. Innenverteidiger gilt auch nach wie vor schön hinten bleiben. Nicht, dass sich da eine Lücke auftut. Ebimbe, zack, als Rechtsverteidiger.
Den sehe ich auch eher auf der Außen. Also mich nervt das immer so ein bisschen, wenn Dino Topmüller den auf der 10 einsetzt oder irgendwie auf der 8. Der ist da, für mich persönlich ist er da völlig verloren. Der ist so schnell, der gehört eigentlich ja auf die Außenbahn. Entweder als Schienenspieler, gut, der ist jetzt auch nicht kein Schienenspieler. Achtung. Ja, hätte man auch mal einen Freischuss geben können. Schienenspieler ist er nicht, aber er ist jetzt auch nicht so recht Rechtsverteidiger. Also irgendwie sowas dazwischen. Ah, super Pressing. Wieder Mamouche und jetzt auf Gift Orban. Ja, warum nicht? Aber so nicht. Trotzdem vorne dranbleiben. Ball vielleicht auch mal wiederholen. Komm, das ist hier ein harter Zweikampf. Da muss Mamouche auch mal mit dazu kommen. Ja, es ist Wahnsinn. Guck mal, du kommst nicht an den Ball ran. Das ist Wahnsinn. Als ob der 2 Gegner gleichzeitig abschirmen könnte. Wer immer das auch ist. Ja, Mamouche hat schon gelb. Ich muss mal in der Halbzeit gucken, ob ich mal wechsle. Ob wir vorne auch mal einen Kopfballstarken reinbringen, dass wir auch mal mit Flanken agieren. Und dafür Gift Orban vielleicht auf die Außenbahn. Sieht gar nicht schlecht aus. Also auf jeden Fall besser als gegen Mainz. Das gefällt mir schon mal. Oh, riskanter Ball. Aber jetzt fehlt so der letzte Biss vorne. Orban. Ah, es muss auch schneller gehen. Das muss auch viel, viel schneller gehen. Skiri dazwischen. Das war auch für mich kein Foul. Muss ja nicht mal Vorteil geben. So, aufgepasst. Oh, William Pacho dazwischen. Robin Koch kommt auch nicht ran. Und Trapp. Der kann ihn auch nicht retten. Und prompt fast mit dem Halbzeitpfiff das 2-0. Da haben wir halt dann wieder einmal nicht gut ausgesehen in der Verteidigung. Oh weia, oh weia. Hier, da dachte ich eigentlich schon, den schießt er. Aber dieses neue enge Dribbeln, da muss ich auch noch ein bisschen mit zurechtkommen. Also auch in FIFA Ultimate Team. Oh, da war Trapp sogar noch dran, ey. Also dieses neue, ja, engere Dribbeln, auch mit R1 und diese neuen Moves, da muss ich mich auch wirklich, wirklich dran gewöhnen. Das ist echt, ja, gefühlt ein anderes Spielen. Das soll ich jetzt, oder will ich auch gar nicht als Ausrede nehmen, dass ich hier 2-0 hinten liege, weil ich hätte auch gut und gern schon ein Tor machen müssen. Also alleine die Chance von Mamouche, Dina Ebimbes Pfostenschuss. Oh, jetzt aufgepasst, die Kölner. Die kommen noch mal. Ne, den hat jetzt aber Trapp sicher. Ja, und somit gehen wir mit einem 2-0 Rückstand in eine Halbzeit. Schade. Eigentlich unnötig, also 1-1 hätte es auf jeden Fall schon mal stehen können. Aber selber schuld. Und wir liegen halt durch 2 Tore von Dominic Calvert-Lewin hinten. Schauen wir gerade mal, ob wir irgendwie was wechseln können. Ich zeige euch das gerade mal. Also hier 5-2-3. Da gehen wir dann ins Gegenpressing rein mit einer 5er-Kette wegen den beiden Außenverteidigern. 4-1-4-1. Die spiele ich vielleicht auch selten. Vielleicht gegen die Bayern oder so. Oder gegen Leipzig. Spielen wir dann auf Konter. Und vorne ist halt das Flügelspiel. Ja, da will ich halt durch die beiden äußeren ZOMs Druck machen über die Außen. Ich versuche jetzt einfach mal das Gegenpressing. Wir machen mal eine 5er-Kette. Würde dann so aussehen. Ja, und das ist so auch die Position von Dina Ebimbe, finde ich. Mit seiner Geschwindigkeit gehört er einfach auf die Außen. Aber ich werde jetzt auch mal wechseln. Wir können auch mal einen Gangkampf reinbringen. Aber wir machen das so. Larsen vorne rein für die Kopfballstärke. Ich hoffe, dass das jetzt auch, dann in den anderen Formationen hier soweit sein wird. Das ist halt immer die Scheiße, dass ich das halt immer wieder dann umstellen muss. Da wäre er Stürmer. Hier muss er auch Stürmer sein. Und wir gehen jetzt mit der 5er-Kette rein. 5-2-3. Platz über die Außen. Die sollen dann auch auf der Außen bleiben. Und zwar, jetzt schauen wir mal, defensive Formation. Wie groß die Auswirkung dann ist im Karrieremodus, weiß ich nicht. Ob das einfach nur ein Rumgespiele ist mit Reglern oder ob das wirklich was bringt. Wir werden sehen, aber hier mit 2 Niederlagen reinzustarten, das war eigentlich nicht mein Ziel. Aber gut, ist eine Herausforderung, da müssen wir uns stellen. Und die können wir ja auch noch verhindern. Noch ist ja Zeit. 45 Minuten, aber da muss schon einiges hier passieren jetzt. Dann müssen wir defensiv auf jeden Fall besser stehen. Vorne auch die Chancen nutzen. Miretti schön gemacht. Ja, William Pacho macht das schon. Und jetzt die Chance. Guck mal, wir sind ja viele Leute in der Mitte. So ist es ja nicht. Aber der Ball, der kann auch mal direkt gespielt werden. Zum Beispiel. Da muss er sich nicht erst umdrehen. Den Ball, den darf er auch gerne direkt spielen. Abschirmen vom Ball scheint mir auch ein bisschen neu zu sein. Also, jawohl. So ist es halt. Robin Koch zum ersten. Da muss Götze auch mit hinzukommen. Und dann wollen wir mal nach vorne. Andere Seite. Und Nkunku. Oh, den kriegt er noch, ja. Der ist vom Regen so ein bisschen aufgehalten worden. Larsen und Nkunku. Und mal Gift Orban in den Lauf schicken. Ja, gut, aber da ist niemand in der Mitte.
Aber Eckball vielleicht. Oh, das spielen die natürlich hinten raus. Ey, guckt euch das an. Da haben wir keine Chance momentan. Momentan ist das wirklich sehr, sehr mau. Aber ich glaube noch dran. Warum auch nicht? Ein Nkunku war an allem vorbei. Warum nicht? Ja, dann kriegt er den Ball nicht in die Mitte. Schade. Müsste abseits sein? Nee, war es nicht. Und jetzt. Oh, ein Nkunku, da muss er einfach rein. Ich habe da eigentlich meinen Körper schon dazwischen gestellt. Jetzt. Genau. So, und jetzt die Chance nach vorne. Umzuschalten. Wie schnell schaffen wir es? Larsen, wenn er den jetzt in den Raum kriegt, ja. Aber es fehlt halt einer. Das ist das Problem. Es fehlt halt einer in der Mitte. Larsen, der winkt schon. Ja, aber so nicht. So leider nicht. Da will ich jetzt nochmal zurückstellen aufs 4-2-3-1. Ich muss die Fünferkette irgendwie mal anders einsetzen. Aber ein Nkunku holt sich den. Komm, der ist auch schnell. Der ist auch sehr, sehr zweikampfstark. Larsen in der Mitte. Kriegt ihn leider nicht. Aber Götze. Und jetzt die Chance für Orban. Da kracht es zum zweiten Mal. Diesmal an der Latte. Wie wäre es mit Chaibi nochmal? Ich muss ja auch mal einige Spiele ausprobieren, die sich dann vielleicht auch mal für eine Startaufstellung empfehlen. Da würde ich jetzt zum Beispiel Götze rausnehmen. Chaibi kann der auch ZOM, aber der kann nur linkes Mittelfeld. Was ist hier? Und Orban kann nur Stürmer. ZOM, die machen das. Aber wir machen das so. Chaibi hinter den Spitzen, Gangkampf vorne. Auf der Außen. Ja, Jakic nochmal in die Mitte hier rein. Und dann muss ich hier quasi vorne bleiben. Risiko. Guck, und da wird mir jetzt auch zum Beispiel angezeigt, was für den Stürmer in der Formation die beste Anweisung wäre. Aber hier wäre zum Beispiel gemischter Angriff gar nicht gut. Hier könnte man Abwehr überlaufen machen oder halt eine Anspielstation. Also gemischter Angriff ist nicht gut. Ich mache jetzt mal Abwehr überlaufen. Das ist alles immer auf, ja, abhängig vom Konzept, habe ich so das Gefühl. Und da muss ich mich noch so ein bisschen reinfuchsen, was das dann für Auswirkungen hat, wie groß die Auswirkungen dann sind. Bislang haben wir halt einen Sieg, wo der Gegner in der ersten Halbzeit nicht da war gegen Darmstadt, und gegen Mainz hatten wir eigentlich auch Chancen. Oh, jetzt pfeifen die auch wieder alles. Und gegen Köln ist es momentan auch so ein bisschen hängen und würgen. Mal gucken, wie es gegen Bochum wird. Wird, glaube ich, nicht viel weniger einfach. Oh, jetzt hat sich schon einer verletzt. Nee. Hoffe ich nicht. Und Bochum hat ja auch ihr echtes Stadion. Also, boah, was sind das denn für Bälle? Wer liegt denn da hinten jetzt? Ja, okay, geht wieder. Bochum hat auch ihr echtes Stadion. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Auch eine sehr, sehr gute Atmosphäre immer. So, und Nkunku, das sieht bis zum Strafraum, sieht das alles gut aus. Ach nee, es war Chaibi, ja super. Erste Aktion, da ich mal verletzt. Es sieht bis zum Strafraum, ach, sieht das gut aus, aber dann hapert's. Das ist wie bei der Eintracht in echt momentan. Bis zum Strafraum sieht das alles sehr, sehr gefällig aus, aber wenn es dann bis zur 16er Linie vorgeht, dann kriegen sie irgendwie alle eine Blockade. Haben sie plötzlich alle vergessen, wie das Schießen funktioniert. Also wir versuchen es ja, und die Kölner, die geben uns ja auch den Raum. Die rücken ja auch ganz schön aggressiv raus, aber wir machen nichts draus. Wir machen da momentan leider noch nicht so viel draus. Vielleicht jetzt über Larsen. Na gut, das ist jetzt auch nicht der Sprinter. Fehlt jetzt auch in der Mitte. Jakic nochmal. Ist niemand da. Hier ist er. Gift Orban. Einmal drehen und dann der Abschluss. Ja. Musste er machen. War alles okay. Wieder Ballgewinn. Zmiretti. Er ist da auch eigentlich fehl am Platz. Aber in dem 4-2-3-1, da geht das schon mal. Jakic schon wieder unten. Gift Orban. Der löst sich. Jetzt schießt doch endlich. Habt ihr das gerade gesehen? Wie lange er auch einfach gebraucht hat, bis er schießt. Genau das meine ich wieder. Sieht wirklich bis zum Strafraum richtig, richtig gut aus, aber dann hapert's halt. Larsen vorne, 1,93, muss man mal merken, Junge. Chaibi und da ist Jakic, ja. Aber das sind jetzt alles Verzweiflungsschüsse. Ich glaube, das wird in der Niederlage enden, leider. Zweites Spiel in Folge, zweite Niederlage, gut. Es ist ein schwerer Saisonstart. Aber was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann eben zusammen. Ja, den Weg, den wir gehen, der wird auch sehr steinig und schwer. Und hast du nicht gesehen? Nur wir müssen geduldig sein. Dann wird es auch nicht mehr lang dauern. Jetzt habe ich alle Songs durch von Xavier Naidoo.
Ja, das ist schon Wahnsinn. Die Kölner kommen zweimal oder dreimal gefährlich vors Tor. Jetzt auch wieder Lindenmeiner. Aufgepasst! 3-0. Und ich verstehe nicht, was Trapp da wieder macht. Das ist genau wie in Mainz, dieses Gegentor. Wo er einfach unnötig rauskommt und einfach breitbeinig vorbeigerischt. Das war hier genau das Gleiche. Ich wollte ihn rausholen. So, und dann ist er plötzlich... Macht er die Torwart-Ecke auf. Warum das denn? Das verstehe ich nicht. Er kommt raus oder auch nicht, läuft auf der Stelle und Lindenmeiner knallt ihn rein zum 3-0. Ja, das ist natürlich bitter. Jetzt kriegen die auch wieder einen Freischuss. Also, es läuft momentan noch nicht. Es läuft momentan wirklich noch nicht. Es ist wirklich noch viel, viel Sand im Getriebe. Das wird echt eine sehr, sehr haarige Saison. Achtung, dass wir jetzt hier nicht noch ein viertes kriegen. Also ich glaube, das ist mindestens mal ein Tor zu hoch und ein Tor zu wenig. Also so ein 2-1 für Köln wäre ich mitgegangen. Aber wir haben halt auch zu wenig gemacht in Halbzeit 2. Das muss man uns halt auch leider ankreiden. Und deswegen gewinnen die Kölner mit 3-0. Tja, da wartet noch viel Arbeit. Da steht noch sehr, sehr viel Arbeit auf der Agenda. Wir waren auch laut Statistik eigentlich nicht die schlechtere Mannschaft, ne? Aber von Statistiker kannst du dir nichts kaufen. Ja, und Shaibi hat sich, oh, das Knie verstaucht. 4 Wochen, das ist natürlich eine doofe Situation. Ey, er kommt rein. Verletzt sich bei der ersten Aktion. Ja, super, ey. Probleme selbst beheben. Ja, gut, dann ist Shaibi erstmal raus. Dann können wir dafür... Dann können wir eigentlich mal Paxton Aronson oder so reintun, ne? Guck mal, wir hätten auch noch Hauge zur Verfügung, aber von dem bin ich jetzt auch nicht so überzeugt, ehrlich gesagt. Medi Loon wäre noch da, aber die haben halt eine 59, ja, da kann ich nicht drauf bauen. Ich mache jetzt erstmal Paxton Aronson rein. Für, ja, ein zentral offensives Mittelfeld. Ja, wie gesagt, es ist noch sehr, sehr dürftig. Wir brauchen noch ganz, ganz lange gefühlt, damit wir auch so ein bisschen reinfinden. Aber das ist ja auch die Herausforderung. Ich finde, das kann auch Spaß machen, ne? Wenn man dann eine Entwicklung sieht, warum hier Dina Ibimbe immer vorne gelistet ist, muss ich mir auch mal erklären. So, ist das jetzt hier? Hier ist das wieder richtig. Muss ich ja auch nochmal gucken. Orban Mamouche, Ibimbe, ja. Hier spielt halt jetzt Tuta auf der 6, aber was soll ich machen? Ich kann Tuta nicht auf die 10 stellen. Das kann ich nicht. Er hat sogar, glaube ich, mal ein paar Spiele auch unter Glasner auf der 6 gespielt. Oder mal 1, 2 Spiele so zum Ausprobieren. 4-1-4-1 wäre natürlich auch eine Situation. Gut, da wäre Skiri und Miretti vorne. Da müsste Skiri eigentlich hier hin. Aber gut, ich kann Tuta da nicht hin tun, weil der hat da -8. Da hat er auch -8. Also das ist schon so das Beste. Ja, Götze auf der Außen ist jetzt auch nicht unbedingt die optimale Position, aber vorne will ich ihn halt auch nicht reintun, weil dafür ist er halt zu langsam. Und dafür sind die Stärken dann halt auch leider zu schlecht. Ich könnte hier mal Mamouche und... nee, könnte ich nicht. Machen wir das mal wieder zurück. Naja, also es ist so ein Hin und Her. Es ist noch so ein Ausprobieren. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle drauf, bevor wir dann im nächsten Spiel nach Bochum fahren. Die haben halt auch 3 Punkte schon. Aber es ist jetzt erstmal Länderspielpause. Gut, die geht schnell vorbei. Nationaltrainer bin ich noch nicht. Dann kommt auch schon die Conference League. Dann geht es gegen, nicht, was soll ich gerade sagen, Olympiakos. Gegen PAOK Saloniki geht es dann los. 15. schon mal. 13. gegen 14. sind wir. Das wird schon mal ein Duell, ein richtungsweisendes Duell. Die Bayern überraschenderweise oben. Leverkusen sehe ich auch verdientermaßen oben. Die haben, wie gesagt, einen richtig klasse Kader. Guten Trainer mit Xabi Alonso. Einen sehr ausgeglichenen Kader, wie ich finde. Mal gucken, ob sie es durchziehen können. Und mal gucken, wer sich den zweiten Sieg holt. Oder ob es mal das erste Unentschieden gibt. Also, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da. Kostenloses Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dann. Ciao, ciao.